Ja, hallo und willkommen zu Michaels Modellbaustube. Ich möchte euch heute mal ein paar Basics vorstellen, was man so am Anfang vom Modellbauen so braucht, welche grundlegenden Werkzeuge gibt es da. Und ja, ich möchte jetzt nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern möchte gleich anfangen. Wir haben da einmal einen Seitenschneider, ein Messer, eine Pinzette, dann eine Schere für Deckholz, Wattestäbchen, verschiedene Pinsel, Bleistift und Kugelschreiber und Schleifpapier. Und natürlich noch zu guter Letzt Klebstoff. Ja, wenn man mit Modellbau anfangen möchte, wird man natürlich am Anfang mal ein bisschen erschlagen, was gibt es da alles. Es gibt so viele Hersteller, so viele Werkzeuge, so viele Farben. Deshalb jetzt einmal ein kleiner Überblick über Basics Werkzeuge. Fangen wir an mit der Zange. Eben, das ist jetzt ein Seitenschneider. Mit dem kann man die Teile aus dem Gussast raustrennen. Dabei muss man immer aufpassen, dass man die relativ nah am Teil raustrennt. Bei größeren Teilen geht das ganz gut. Dann hat man immer so viel Überschuss zum Wegschleifen. Bei kleineren Teilen ist das nicht so ratsam, da die dann einfach kaputt gehen können oder wegspringen können. Es gibt verschiedene Seitenschneider mit einer kleineren Spitze, mit einer größeren Spitze. Einige, die sind ein bisschen eine dickere Klinge, der hat jetzt eine sehr feine Klinge. Je nachdem, welchen Plastik der Hersteller benutzt, muss man halt da auch ein bisschen aufpassen. Was man nicht machen sollte, wäre mit dem Nagelzwicker da herum zu wursteln, weil da kann dann ganz schnell viel kaputt gehen. Wenn man jetzt das Teil rausgezwickt hat, empfiehlt sich schon mal ein Teppichmesser. Braucht jetzt nicht gerade ein großes sein, was man da kennt, kann jetzt auch so ein kleines sein. Mit dem kann man dann diesen Überschuss, den man vom Anguss, kann man dann schön wegschaben oder wegschneiden, bevor man dann mit dem Schleifpapier dran geht. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht schneidet, die sind sehr scharf. Dann gibt es natürlich Pinzetten. Pinzetten gibt es in verschiedensten Ausführungen. Das ist jetzt so eine spitze Pinzette. Kann man gut benutzen zum Festhalten für die Teile, wenn man sie anmalt oder wenn man sie festklebt. Es gibt dann da auch noch Pinzetten, jetzt zum Beispiel für Deckholz. Sieht man ganz gut, glaube ich, dass die ein bisschen anders geformt ist auch, sonst halte ich die mal da ein bisschen näher. So, sieht man es, glaube ich, ganz gut. Die eignet sich jetzt sehr gut für Deckholz, weil sie eine sehr feine Spitze hat und das Deckholz nicht kaputt macht. Dann, wenn wir schon bei Deckholz sind, gibt es auch noch Scheren. Kann man natürlich jetzt die normale Bastelschere aus dem Bürobedarf benutzen. Die hat aber den Vorteil jetzt, dass sie ganz leicht gewölbt ist, das sieht man jetzt sehr schlecht da, damit man die Deckholz randscharf auch ausschneiden kann, freihand, wer das kann und wer das will. Die haben ja teilweise diese Deckholz, diese Nassschiebbilder, einen Rand, den keiner braucht, und da kann man das mit diesen Scheren ganz gut wegschneiden. Dann Wattestäbchen, klingt jetzt ein bisschen komisch, Wattestäbchen, die sind für viele Sachen gut zum Festdrücken von Deckholz, zum Putzen der Airbrush, für überschüssige Farbe wegwischen, für überschüssigen Wasch wegwischen, zum Auftragen von Flüssigspachteln und. Die gibt es auch in verschiedensten Formen und Größen. Für die groben Arbeiten, wo man halt mehr braucht, empfiehlt es sich, so ganz billige zu kaufen. Für feinere Arbeiten oder dort, wo es einfach wichtig ist, dass man schön arbeitet, empfiehlt es sich schon, die von den Herstellern zu kaufen. Die von Tamiya oder Hasegawa sind da sehr zu empfehlen. Die sind zwar am ersten Blick ein bisschen teuer, aber wenn man die mal benutzt hat, dann lernt man die sehr, sehr schnell schätzen. Die gibt es
spitz und flach und die sind wirklich toll. Also ja, aber für den Einstieg reichen die noch. Dann gibt es natürlich verschiedene Pinsel. Da habe ich jetzt mal einen Flachpinsel, der, wie der Name schon sagt, ist, man sieht es da jetzt ein bisschen, der ist sehr flach. Den kann man benutzen, um große Flächen schön gleichmäßig zu bemalen. Gibt es natürlich auch in größeren Breiten oder Größen, auch in kleinen, ist klar. Dann gibt es da diverse Spitzpinsel. Der hat jetzt zum Beispiel die Größe 4, wenn ich es richtig, ja, der hat die Größe 4. Ist ganz praktisch für kleinere Flächen oder runde Teile, kleinere Betonungen oder zum Akzente setzen. Der ist etwas größer, der bietet sich an für Washes zum Aufbringen, da kann man etwas grobschlächtiger arbeiten, da ist der gut geeignet. Und diese feinen, ganz feinen Pinseln, der hat jetzt zum Beispiel Stärke 0, es gibt dann noch 0,0, also das ist noch feiner. Der ist ganz gut, um Metallabplatzer darzustellen oder halt kleine Betonungen zu setzen. Ja. Zu Bleistift und Kugelschreiber muss ich glaube ich nicht viel sagen, die kann man überall kaufen. Die haben den Vorteil eben, also Kugelschreiber benutze ich zum Notizen machen in der Bauanleitung und Bleistift hauptsächlich zum Kennzeichnen der Teile, wenn man jetzt nicht mehr weiß, welches Teil welche Nummer hat, weil sie ähnlich ausschauen, weil man sie gerade rausgetrennt hat aus dem Gussost, kann man die auf Stellen, die man nachher nicht mehr sieht, ganz gut mit dem Bleistift anschreiben, ganz fein, dass man es gerade lesen kann. Hat den Vorteil, dass es nicht durchs Plastik drückt, so wie Filzstifte oder so, die können manchmal durchdrücken, gerade jetzt bei weißen Teilen ist das der Fall. Und den kann man dann wieder wegradieren im Bleistift oder mit dem Finger wegwischen. Oder auch, manche Bleistifte haben jetzt eine schöne Graphitmine, kann man auch benutzen, um Metallabschabungen darzustellen. Nur so zum Tipp. Und dann natürlich der Kleber. Kleber gibt es von jedem Hersteller, der hat da irgendwie sein eigenes Klebersortiment. Ich benutze jetzt die zwei. Den normalen, da ist ein Pinsel drinnen. Kann man jetzt den Pinsel benutzen, empfiehlt sich jetzt nicht so. Ich tue mir das immer auf einen kleineren Pinsel oder einen Zahnstocher raus. Dann kann man das fein auftragen. Der zieht relativ schnell an. Der ist jetzt ein extra dünner Zement, also Klebstoff. Der hat den Vorteil, da kann man die Teile zusammenheben, also mit dem Finger zusammenhalten und dann kann man den reinlaufen lassen. Durch die Kapillarwirkung zieht sich der rein und dann hält das alles. Ziemlich praktisch, aber da ist auch jedem das, was er gern hat. Also ich arbeite mit denen jetzt schon ein paar Jahre und die sind wirklich gut. Beim Revell gibt es ja auch diesen Kleber mit der Kanüle, der ist auch sehr praktisch, weil man den auch punktgenau auftragen kann. Nur der Nachteil ist, die Kanüle verstopft relativ schnell. Ja. Und zu guter Letzt noch schnell das Schleifpapier. Da könnte man jetzt auch ein ganzes eigenes Video drüber machen. Schleifpapier gibt es in verschiedensten Körnungen und Ausführungen. Ich benutze da jetzt die letzten Jahre immer dieses da. Das hat so einen Schaumstoff, man sieht das ganz gut. Das kann man von daher sehr schön biegen für Rundungen zum Schleifen. Ja, und da empfiehlt es sich auch, verschiedene Stärken zu Hause zu haben. Also mal grobes für gröbere Sachen und feines. So, ich sage jetzt einmal, Standard ist 180, 400, 600, 1000. Da kann man eigentlich dann immer vom gröbsten bis zum feinsten schleifen und kriegt eigentlich eine schöne Oberfläche hin. Ja. Wer will, kann dann natürlich noch höher gehen mit Nassschleifen bis zu 6000er Körnungen, aber das bleibt uns für ein anderes Video auf. Ja, das wären mal so die Basics für den Einstieg. Natürlich, was nicht so fehlt, sind die Farben, aber das kommt zu einem anderen Video. Gibt es ja auch von jedem Hersteller, hat sein Farbsortiment und verschiedensten Unterschiede. Ja, aber das schauen wir uns anders mal an. Ich hoffe, das hat jetzt gefallen, mal zum Einstieg, mal zum Schauen, was gibt es alles. Ja, und wenn es passt, dann gibt es demnächst ein zweites Video, wo wir dann einen Schritt weitergehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.